Hallo und herzlich willkommen auf meinem Kanal Landlust Isan. Wadikap Pipi, Wadikap Tukon. Heute möchte ich euch ein Video zeigen über ein kleines Ausflugsziel, was ich mit meiner Frau und meiner Schwägerin besucht habe. Das Ausflugsziel, das liegt in Savang Dendin. Ich würde sagen, ihr lasst euch da einfach überraschen, was es hier zu sehen gibt. Es wird sicherlich ein interessantes Video werden für euch. Ich würde mich freuen, wenn ihr das Video wie immer fleißig liked, teilt. Und für die neuen Zuschauer würde ich mich natürlich freuen, wenn ihr meinen Kanal abonniert. Vergesst einfach nicht, die Glocke zu aktivieren, dann verpasst ihr kein Video von mir. Und ich würde sagen, ich wünsche euch jetzt einfach ganz viel Spaß mit dem Video. Ja, heute befinden wir uns in dem Seastars und Forest Resort in Savang Dendin. Was es hier zu sehen gibt, das seht ihr schon im Hintergrund. Hier ist ein wunderschönes und erstklassiges Restaurant, was untergebracht ist in einem alten Flugzeug. Ist im Prinzip ein Ausflugsziel für Touristen, natürlich auch für die Thailänder hier. Angeschlossen an dieses Restaurant mit dem Flugzeug oder im Flugzeug ist natürlich ein Resort, was auch wunderschön ist. Mal schauen, ob ich dort nachher noch filmen kann. Ich würde sagen, ich zeige euch da jetzt einfach ein paar Sachen. Wir wollen heute in dem Flugzeug ein bisschen was essen. Mal schauen, was ich euch sonst noch so zeigen darf. Ich habe schon gefragt, ich darf hier filmen, allerdings nicht mit der Drohne, also nur mit der Kamera. Also ja, ich hätte gerne auch noch Drohnenaufnahmen gehabt, aber muss ich leider darauf verzichten. Vielleicht kann ich auch hier und da meine Frau noch einfangen. Es sind auch noch 2 Freundinnen dabei von meiner Frau und meiner Schwägerin. Wir gehen jetzt erstmal was essen und was trinken. Wish I could slow down. Wish I could stop. Wish I could stop. Wish I could slow down. Wish I could stop. Ja, jetzt befinde ich mich hier im Flugzeug innen drin, in diesem Restaurant, was einfach wunderschön aussieht. Ist wirklich alles toll gemacht. Ich denke, ich schwenke gleich mal die Kamera, dann könnt ihr da ein bisschen schauen. Man kann hier auch ein originales Cockpit besichtigen, kann sich Pilotenkleidung anziehen, kann sich dort drin fotografieren. Ich würde sagen, ich laufe einfach mal kurz durch mit euch. Seht ihr jetzt den vorderen Teil des Flugzeugs. Ist einfach wunderschön gemacht. Dort eben die Pilotenkleidung, die man anziehen kann und sich dann fotografieren kann im Cockpit. Wirklich wunderschön gemacht. Meine Frau rennt jetzt gerade durchs Bild. Und nochmal. Dann verfolgen wir sie gerade mal. Ich glaube, ihr Essen ist fertig. Also es ist wirklich wunderschön gemacht, auch mit den Sitzgelegenheiten hier. Mit der Eintrittskarte, die man hier kauft, kann man sich Essen aussuchen. Man kann sich hier jeweils 6 Stücken aussuchen von dem Sushi. Kann sich dann noch einen Kuchen mitnehmen und ein Getränk. Das ist alles mit inbegriffen, mit dem Eintritt, den man hier bezahlt. Dann noch Getränke. Wirklich sehr nettes Personal. Ich würde sagen, ich gehe mal noch nach draußen, schaue zu meiner Frau aus, weil ich jetzt gerade schon wieder sehe, hier im Flugzeuginneren läuft die Klimaanlage, draußen natürlich nicht. Merke schon wieder, dass meine Linse schon wieder leicht beschlägt. Aber ich würde sagen, ich gehe einfach mal noch raus mit euch zu meiner Frau und den anderen. Change their colors. You will break my heart just once.
Jetzt hier im Außenbereich. Unser Essen haben wir geholt. Jetzt zeige ich euch mal die Runde. Da meine Frau, meine Schwägerin und die 2 Freundinnen, wo mitgekommen sind. Und jetzt lassen wir uns das Essen einfach schmecken. Hallo, Mai. อร่อย อร่อยมาก Hallo, Mai. Also der Eintritt hier beträgt 200 Baht pro Person. Und eben bei dem Eintritt mit inbegriffen, ich muss mich berichtigen, vorher habe ich gesagt, der Kuchen ist auch mit dabei. Also man kann nur eins davon aussuchen. Entweder den Kuchen oder 6 Stücken Sushi plus ein Getränk. Also das ist mit inbegriffen. Und da für 200 Baht kann man nichts sagen, meiner Meinung nach. Jetzt, die Leute chillen hier noch ein bisschen. Sanuk Mai? Meine Frau und meine Schwägerin spielen ein bisschen im Cockpit. 2 Kapitäne. เอ้าฝนตกบินได้ไหม ได้คนตก ใส่หมวกเลยเหรอ ใส่แล้ว สวยไหมล่ะ สวยมาก สวยมากใส่เลยได้ยืนหน่อยนะเอานี่เอามาหน่อย ใส่ไหม Ja. Die Damen spielen jetzt noch ein bisschen, machen noch Fotos von sich, wie man es natürlich gewohnt ist von den Asiaten. Ich denke, ist eine tolle Sache hier. Mal schauen, ob wir jetzt nachher noch ein bisschen rumlaufen. Wie immer haben wir uns natürlich das beste Wetter ausgesucht. Eigentlich war Regen angesagt, hat jetzt aber aufgehört zu regnen. Ja, wir müssen einfach die paar Tage noch nutzen, die meine Frau und meine Schwägerin jetzt noch hier sind. Und ihr seht, wenigstens heute habe ich meine Frau mal mit aufs Video gebracht. Deswegen muss ich mal schauen, ob wir jetzt nachher noch ein bisschen hier im Park rumlaufen. Da ist noch so ein kleiner Park mit angeschlossen. Den Park kann man entweder ablaufen oder kann das mit den Quads oder kann sich da auch rumchauffieren lassen, wie man es auch möchte. Ja. Mal schauen, ob ich euch dann nachher noch ein bisschen mehr davon zeigen kann. Ja, hier im Hintergrund seht ihr jetzt den See, der da noch ist. Ich habe auch gesehen, hier sind so kleine Bahngleise. Also da fährt doch so eine kleine Bahn hier durch. Kann sicherlich auch mit der Bahn mitfahren, wahrscheinlich eher für die Kinder gedacht. Ich zeige euch mal die Bahn. Hier ist der kleine ICE-Zug, wo man dann mitfahren kann. Oder eben mit den Quads. Es ist wirklich schön gemacht hier. Auch wenn man hier sitzen will, gibt es schöne Sitzmöglichkeiten. Ja, ich muss jetzt mal schauen, inwiefern wir jetzt hier noch überhaupt weiter rumgehen können, weil mittlerweile hat es schon wieder angefangen zu regnen. Deswegen denke ich, werden wir uns vielleicht sogar so langsam auch wieder auf dem Heimweg machen. Ich hoffe, dieses kleine Video hat euch denn gefallen von dem Sea Stars Forest Resort hier in Savang Dan Din. Wer da mal Interesse hat, ich kann das wirklich empfehlen. Ich finde die Preise hier fair. Die Übernachtungspreise kenne ich jetzt nicht. Meine Frau hat vorher gesagt, sie hat mal was gesehen von pro Nacht 2500 Baht. Was da natürlich alles mit inbegriffen ist, kann ich euch nicht sagen. Wenn man das machen will, die Häuschen sehen auf jeden Fall sehr einladend aus. Sehr sauber sieht es hier aus. Das Restaurant können wir auf jeden Fall empfehlen. Und eben der, wo hier mal in der Nähe ist auch nicht weit weg von Sakon Nakhon. Der kann hier mal hingehen. Vielleicht auch, wenn besseres Wetter ist. Man kann sich hier ein bisschen wohlfühlen und ein bisschen hier entspannen. Ich finde das eine tolle Sache. Das Essen wirklich sehr gut. Der Kaffee hervorragend, muss ich sagen. Kann ich wirklich nur empfehlen hier. Suffocate my feelings for you.
euch nur ein paar Sekunden. Für uns war es eine Heimfahrt von ca. 1,5 Stunden. Wir konnten dort leider nicht mehr spazieren gehen in dem Sea Stars und Forest Resort. Aufgrund von dem Regen, der dann doch ein bisschen stärker dort geworden ist, haben wir uns dann entschlossen, wieder nach Hause zu fahren. Somit war das nur ein kleiner Ausflug, nur ein bisschen Essen dort und einen Kaffee trinken. Jetzt wieder zu Hause angekommen, würde ich einfach sagen, beende ich das Video hier. Ich hoffe, euch hat der kleine Ausflug in dieses Restaurant gefallen. Wie bereits angesprochen, ich kann euch das wirklich nur empfehlen, wenn ihr dorthin geht. Das lohnt sich definitiv, könnt ihr mir glauben. Ich wünsche euch auf diesem Weg, wie immer, eine ganz gute Zeit. Passt auf euch auf und bleibt gesund da draußen. Wir sehen uns dann sicherlich zum nächsten Video wieder. Wenn ihr irgendwelche Fragen habt bezüglich dem Restaurant oder diesem Ausflugsziel oder dieses Resort, dann könnt ihr mir da gern etwas in die Kommentare schreiben. Dann versuche ich das, so gut es geht, zu beantworten. Und wer da eine Adresse braucht oder irgendwie einen Kontakt, der kann mir da gerne auch eine E-Mail schreiben. Dann gebe ich da gerne Auskunft. Aber ja, lohnt sich definitiv. Ich sage Tschüss, euer René aus Thailand. Wish I could stop time. Wish I could slow down. Wish I could stop time.